Es regnet mal wieder wie aus Kübeln. Super Gelegenheit also, mal wieder einen kleinen Ausflug zu machen. Heute, um genau zu sein, eine kleine Filmsafari. Wir besuchen die Drehorte einer bekannten Fernsehserie und wie ihr hier schon rechts neben mir im Bild seht, ich bin heute nicht alleine, denn Denise ist bei mir. Kennt der ein oder andere vielleicht aus dem ein oder anderen Video, was wir schon zusammen gedreht haben, und wir haben uns jetzt 1,5 Jahre nicht gesehen, Corona-bedingt und bedingt durch meinen Alleinreise-Selbstfindungstrip hier auf diesem Kanal. Denise ist dabei, weil es gibt einen besonderen Grund. Denise ist in der Eifel aufgewachsen. Genau, Matti und ich sind große Fans von der Serie Mord mit Aussicht. Und die spielt bekanntlicherweise ja in der Eifel. 3 Staffeln gibt es seit 2008 davon, einen Film und eine 4. Staffel soll bald kommen, allerdings mit einer völlig neuen Besetzung. Das interessiert uns heute aber nicht. Wir machen eine kleine Retro-Tour an die Orte, die diese Serie in den letzten Jahren geprägt haben, ins wunderschöne Hengasch in der Eifel. Da muss ich dich allerdings korrigieren. Hengasch liegt gar nicht in der Eifel. Was? Es mag euch vielleicht schockieren, aber es ist tatsächlich so, dass viele der Drehorte der Serie Mord mit Aussicht nicht in der Eifel liegen, sondern zum Beispiel im schönen Kölner Umland. Wie der Ort Much, das ist im Rhein-Sieg-Kreis ein kleines, schönes Örtchen. Und mit ein bisschen Glück sollten wir hier das Forsthaus finden von Sophie Haas und ihrem Vater. Und ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Sieht forstig aus hier. Wir sollten das finden. Ja, für diesen Drehort war mal wieder ein bisschen mehr Recherche notwendig, auf Google Maps in der Satellitenansicht. Aber wir haben es gefunden, das Forsthaus, und zwar hier. Tada! Ja, und wie sich das für Forsthäuser gehört, ist natürlich auch dieses Forsthaus ein Privatgrundstück. Das bedeutet, wir werden jetzt hier nicht eine halbe Stunde vor diesem Haus rumstehen und die Drehorte vergleichen. Das machen wir jetzt mal schön nachträglich. Und ich möchte auch euch bitten, geht da nicht auf das Grundstück drauf, stellt euch hier jetzt nicht 2 Stunden vor das Haus vor. Das nervt die Leute, die da drin wohnen. Klar, das ist ein Drehort, da muss man dann auch mit rechnen. Aber verhaltet euch trotzdem respektvoll. Das machen wir jetzt auch. Wir fahren jetzt gleich wieder. Und hier ein paar Ausschnitte aus der Serie und vom Forsthaus. Ja, das Forsthaus ist tatsächlich kein ganz unbekanntes Objekt in der deutschen Fernsehgeschichte. Anfang der 2000er Jahre wurde das Haus von Location Scouts entdeckt und war danach bereits mehrfach in Serien wie Alarm für Cobra 11 oder Marie Brandt zu sehen. Ab 2008 war es dann das Haus von Hannes Haas, dem Vater von Kriminalkommissarin Sophie Haas. Nach allem, was man jetzt so von der Straße aus sehen kann, sieht das Haus tatsächlich auch heute aus wie damals. Ganz typisch mit den grünen Fensterläden und diesem Wintergarten vorne als Anbau. All das sieht man auch in der Serie. Und auch die Innenaufnahmen wurden tatsächlich in diesem Haus gedreht und nicht irgendwo im Studio. Ob das heute immer noch so aussieht da drin, das überlassen wir mal unserer Fantasie. So, komm rüber, die Nase. Vorsicht. Wir sind an unserer zweiten Station angekommen und zwar geht es jetzt zum Gasthof Aubach, dem Kultlokal von Sophie Haas und allen anderen Protagonisten der Serie. Der Gasthof Aubach heißt in Wirklichkeit Gasthof Röttgen und befindet sich ebenfalls nicht in der Eifel, sondern in, wie heißt das denn hier? Neunkirchen-Seelscheid. Schwieriger Name, wir haben es aber geübt. Ja, und wir gucken uns mal an, ob wir den Gasthof wiederfinden. So, da sind wir schon und das Erste, was uns hier auffällt, ist die Gartengestaltung. Ja, es hat irgendwie tatsächlich ein bisschen was von Hengasch. Überall wird man beobachtet. Ja, und das ist ja tatsächlich der Gasthof Aubach bzw. Röttgen. Schauen wir doch mal, ob wir die Szenen aus der Serie wiederfinden. Und da haben wir ihn, den Gasthof Aubach in seiner vollen Pracht. Ist das nicht wunderschön? Das hier ist übrigens eine Szene aus der
Ey, Hängarsch, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das hier ist eine Szene aus der Folge mit Fraktus. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern. 3. Staffel, mit dieser witzigen Band um Heinz Strunk. Wir sehen natürlich, klar, hier, das Fraktus-Schild ist da nicht mehr zu sehen. Und hier sieht man auch im Original, dass das natürlich der Gasthof Röttgen ist. All das hat man für die Serie abgehängt und hat ein Gasthof Aubach drüber geklebt. Wenn wir uns alles andere aber mal anschauen, hier zum Beispiel die Bäume, die sind alle genauso da, wie sie auch in der Serie da waren. Wir sehen in der Serie keine blaue Bank. Allem Anschein nach hat man die Laternen, diese Lampen da an der Wand, hat man, glaube ich, ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, ob man das extra für die Serie geändert hat. Ja, mit Sicherheit. Da sind so Logos drauf, vielleicht steht da ja, Gasthof Aubach oder sowas drauf, keine Ahnung. Die sind jetzt so ein kleines bisschen anders, genau. Aber ansonsten hat sich da nicht so wahnsinnig viel verändert. So, hier sehen wir einmal einen Blick aus dem Gasthof Aubach heraus. Den Neise, stell dich mal da hin. Okay. Das sieht total authentisch aus. Das sieht total authentisch aus. Genau, lauf mal ganz natürlich durchs Bild. Ja, das ist natürlich jetzt von oben gefilmt. Das sieht jetzt hier so ein ganz kleines bisschen anders aus. Wir können es ja mal, naja, so richtig originalgetreu kriege ich das jetzt nicht hin. Aber man sieht schon hier, also es gibt auf jeden Fall diese Büsche da, die es auch in der Serie schon gab. Da stehen jetzt halt Tische und Stühle und sowas. Die standen halt hier nicht. Aber man sieht auch hier rechts im Bild, auf jeden Fall standen hinter diesen Büschen welche, da wo die Neise jetzt steht. Und die sind tatsächlich auch da. Hier haben wir, ich glaube, das war auch ein Mitglied von Fraktus, oder war das der Tour-Rowdy, oder ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Stand auf jeden Fall hier auf dem Balkon und wie wir sehen, japp, auch das ist ziemlich dasselbe. Die Tanne wurde gekappt. Es wurde tatsächlich eine Tanne gekappt, ja. Oder? Da ist mehr Grün im Hintergrund, ja, auf jeden Fall. Und siehst du diese, was ist das, eine Antenne oder sowas? Oder dieses Stromding? Das ist auch anders. Hier haben wir Frau Haas, die immer noch ziemlich verkatert mit der Band Fraktus diskutiert. Und wie wir hier sehen, das wurde hier gefilmt. Hier sehen wir rechts oben das Haus. Das ist exakt dasselbe. Da hier weiße Laternen rechts sind auch immer noch da. Wenn auch andere Gläser drin. Oder? Die waren hier so durchsichtig, aber jetzt sind sie weiß. Ja, aber sonst hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Wenn euch was auffällt, schreibt es wie immer in die Kommentare und ergänzt uns, falls wir hier dummen Mist erzählen. Hier steht Lydia, da steht Deneise. Und wir sehen tatsächlich, achso, hier ist noch die Rollator-Oma, die war auch so witzig. Und wir sehen tatsächlich, tada, das wurde hier gefilmt. So, 2 Dinge möchte ich zu dieser Szenerie hier noch einmal sagen. Ich mache mal einmal ein bisschen weitwinkliger. So, in der Serie sieht dieses ganze Gelände, auch wenn die hier rauslaufen und da reinlaufen und so weiter, echt wahnsinnig groß aus. Tatsächlich ist das hier aber echt klein. Ist dir das auch aufgefallen, dass das irgendwie, dass das nicht so richtig, hat eine andere Wirkung, ne? Sieht im Fernsehen alles viel größer aus. Das ist hier wirklich sehr kleines Gelände alles. So, und zu guter Letzt möchte ich noch einen kleinen Skandal aufdecken. Denn das hier... Dung, 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 ist nicht dein Ernst, ey. Ey, Hängarsch. Der da oben ist auch schockiert. Also nichts anderes lese ich daraus. So, nochmal. Tatsächlich ist es nämlich so. Schaut euch mal dieses Bild an. Das ist der Gasthof Aubach in Staffel 1. Und der sieht irgendwie gar nicht so aus wie der Gasthof Aubach ab Staffel 2. Wie kann das sein? Ja, tatsächlich ist es so, dass sich die Drehorte in Staffel 1 und in den Staffeln 2 und 3 und im Film tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Man munkelt aus Kostengründen. Der Gasthof Aubach in Staffel 1 wurde nämlich tatsächlich in der Nähe von Mönchengladbach
gedreht, was überhaupt gar nichts mit Eifel zu tun hat. Und der Gasthof Röttgen hier, wie gesagt, ich glaube, es ist das Bergische Land, dazu zählt es wohl, glaube ich, noch. Genau, und das hat man wohl irgendwie aus Kostengründen gemacht, weil man nicht mehr so weit fahren wollte. Oder weil es da keinen Sprudel gab, kein Wasser gab. Ja, genau, oder das. Ne? Sondern nur Sprudel. Oh, Jesus. Und das gleiche gilt übrigens auch für die Drehorte, zu denen wir jetzt fahren. Und zwar zum kultigen Polizeirevier Hengarsch. Ja. Eins kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, nichts von dem, was hier zu sehen ist, sieht nach Hengarsch aus. Na. Nichts. Also du kannst ja also nochmal dieses Haus da beschreiben, was wir hier sehen. Ja, ich habe gerade gesagt, das hier ist so typisch Eifel. Ist irgendwie so Eifler Dorfhäuschen oder Bauernhäuschen. Klassisch, farblich abgesetzt, unten erstmal mit Leberwurstfarbe. Dann haben wir so ein changierendes, schönes Weiß mit so einer gewissen Patina. Ja. Dann farblich abgehoben davon das klassische braune, ja, tiefbraun, braune Fenster. Ja, und das war's auch schon. Enjoy. Ich kann nicht behaupten, dass das schön aussieht hier also. Ja, und neben diesem komischen Leberwursthaus finden wir tatsächlich das Polizeirevier von Hengarsch. Hoffentlich, wenn es noch da ist. So, da sind wir. Das Polizeirevier Hengarsch. Das ist übrigens das Polizeirevier aus der zweiten Staffel. Das aus der ersten Staffel werden wir gleich auch noch besuchen, aber schauen wir uns erstmal das aus der zweiten Staffel an. Wir sehen schon hier, offenbar wird am Polizeirevier gebaut und es haben sich auch ein paar Sachen verändert. Zum Beispiel dieser grüne Zaun. Ich glaube nicht, dass der in der Serie zu sehen ist, aber das werden wir jetzt auch noch mal ganz genau überprüfen. Hier sehen wir unser Polizeirevier Hengarsch, die Vordertür, Sophie Haas kommt raus, hinter ihr Bärbel. Und so sieht das alles in der Realität aus. Wir haben hier rechts so einen Container und wir haben auch kein Polizeischild mehr an der Tür, denn das ist gar kein Polizeirevier, sondern die alte Schule von Bornheim-Hemmerich. Und heute ist es ein Jugend- und Gemeinschaftshaus der Stadt Bornheim. Das erklärt einiges. Wir sehen hier sehr viele Unterschiede im Vergleich zum Polizeirevier von Hengarsch. Man hat sich hier bei der Fensterdekoration für Kraniche entschieden. Das sieht wirklich wunderschön aus. Wir sehen auch, der Briefkasten vom Polizeirevier ist nicht mehr da. Auch den hat man abgehängt. Die Tür allerdings sieht immer noch genauso aus wie in der Serie. So, hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Herr Zielonka und Frau Haas diskutieren vor der Tür des Polizeireviers. Das wurde von hier gefilmt und wie wir sehen, der Busch, genau. Der Busch ist noch da, das Polizeischild ist nicht mehr da. Auch hier nochmal eine Szene, das ist der Hintern von Dietmar Schäffer, der gerade sein Polizeiauto aussaugt. Und auch hier sehen wir, ja, da hat sich nicht allzu viel verändert. Wir sehen auch an den Fenstern, das sind immer noch genau dieselben. Da hat man nicht viel ausgetauscht oder renoviert in den letzten Jahren. Es ist alles dasselbe. Oh, schaut mal da, unten links, der Busch ist offenbar ein bisschen größer geworden. Hier nochmal aus der Perspektive, hier sehen wir, an der Flora und Fauna, sag ich mal, hat sich jetzt nicht so viel geändert, aber die Nase fällt dir was auf. Die Farbe vorne vom Haus, oder? Nee, ist auch weiß. Nee, die Farbe ist dasselbe, aber guck mal hier. Da ist jetzt nicht mehr dieses rot-weiße Pöller-Ding. Und wenn ihr euch noch an die Serie erinnert, dieses rot-weiße Ding hat ja durchaus auch eine Rolle gespielt und zwar hängt Heike Schäffer da fest mit ihrem Fahrrad. Jo, als sie mal sehr sauer war und irgendwie, ich glaube, es ging irgendwie um Kuchen, keine Ahnung, es geht ja sehr oft um Kuchen bei Heike Schäffer, hing sie da mit ihrem Fahrrad fest. Und dieses Tor hat man tatsächlich einfach entfernt. Da ist jetzt wirklich ein grüner Zaun. Und dieses ganze Gebäude ist tatsächlich auch wirklich mit so einem grünen Zaun eingezäunt. Und auch hier sehen wir, tada, ja, da ist jetzt ein dickes grünes Tor vor unserem Polizeirevier, was vorher noch nicht da war. Da war früher nur so ein Pöller
und man konnte trotzdem einfach da durchfahren. Da haben ja auch immer die Polizeiautos geparkt, also Frau Haas mit ihrem roten Cabrio hat da geparkt, wo der Container ist und links daneben dann Schäffer. Sieht man auch hier auf dem Bild. Genau, aber da kann man jetzt nicht einfach so durchfahren, das ist jetzt alles abgesperrt. Ja, der Mülleimer wurde auch ausgetauscht, da ist jetzt ein richtiges Upgrade bekommen. Das ist Mülleimer XS. XS Plus. Hier, Denise, mach doch mal erzähl uns doch mal von deiner tollen Entdeckung, die du gemacht hast. Irgendwas ist anders. Ein weiterer Container hinzugekommen. Genau, ab sofort ist hier auch Altkleidersammlung erlaubt. Und zu guter Letzt, unsere Frau Schäffer mit ihrem Fahrrad bleibt hängen in den, wie nennt man das eigentlich? Separations-, Vereinzelungsanlage. Ja, also Frau Schäffer bleibt mit ihrem Fahrrad hängen im verkehrsberuhigten Bereich. Keine Ahnung, wie man das nennt. Heute wäre diese Szene in der Form nicht mehr möglich gewesen, denn, da seht ihr es, die Pöller wurden entfernt. Heute gibt es dort auch nur ein ganz normales grünes Tor, wie generell rund um dieses ganze Gebäude. Schade. Ich hätte sehr gerne diese Pöller einmal gehuldigt. Aber ja, ich finde das nicht gut, dass man solche Denkmäler hier einfach wegreißt. So, bevor wir hier wieder wegfahren, möchten wir euch aber eben noch mal einmal kurz zeigen, wie das hier eigentlich rundherum aussieht, weil das sieht hier wirklich überhaupt nicht wie Hängearsch aus. Wir gehen mal ein Stückchen nach da ist nämlich auch noch so eine verlassene Burgruine oder irgendwie sowas. Das ist das Polizeirevier, so sieht die Umgebung aus. Tada, das ist angeblich Hängearsch rund ums Polizeirevier. Aber es sieht überhaupt nicht aus wie Hängearsch. Ja, so ein bisschen schon. Da hinten sind so ein paar Fachwerkhäuser. Das passt schon. Aber was zum Beispiel in der Serie überhaupt nie gezeigt wurde, ist das, was hier daneben steht. Also hier ist erstmal so ein Friedhof. Und hier sehen wir auch schon, das ist so eine alte, verlassene Ruine oder irgendwie sowas. Voll schick. Ja, das hat man tatsächlich in der Serie, glaube ich, an einer Szene gesehen. Ich gucke mal, ob ich das wiederfinde. Hier in dieser Szene, da steht Sophie Haas vom Polizeirevier. Und da hinten sieht man tatsächlich so Teile dieser Ruine. Macht's doch noch lauter und lauft auch noch durch uns durch, ey. Wo Sophie Haas mit den ganzen aufgebrachten Bürgern von Hängearsch diskutiert. Da sieht man da hinten so ein leicht abgeranztes Gebäude und das ist dieses hier. Das ist tatsächlich so eine alte Ruine. Was ist es genau? Du hast es gerade gelesen, ne? Da war doch so ein Schild. Vergessen. Burgruine. Burgruine, ja. Alte Burg, verlassen, verfallen, mitten, aber schön grün, mitten in Hängearsch. Ja. Dieses Polizeirevier, was wir gerade gesehen haben, befindet sich in der Voreifel in Bornheim. Jetzt kommen wir der richtigen Eifel aber ein Stückchen näher, und zwar im Kreis Euskirchen. Und da ist das Polizeirevier aus der ersten Staffel zu finden. So, jetzt sind wir endlich im richtigen Hängearsch angekommen, beziehungsweise in Kallmuth, denn so heißt der Ort, wo das Polizeirevier aus der ersten Staffel zu finden ist. Und wir sind gerade schon mal dran vorbeigefahren. Ich sag mal so, es sieht deutlich besser aus als das, was wir eben gesehen haben. Hier sieht es wirklich richtig nach Eifel aus und es ist auch tatsächlich die Eifel. Und es riecht auch nach Eifel. Und es, ja, allerdings. Also du als Eifel-Expertin, sag doch mal, red doch mal Tacheles jetzt. Ist das, was man in dieser Serie Mord mit Aussicht sieht, ist das eigentlich realistisch oder ist das zu klischeebeladen oder was hältst du als Eifelerin, nennt man das so? Eifler Mädel. Als Eifler Mädel, was hältst du als Eifler Mädel von dieser Serie? Ist das überzeichnet oder kann man das machen? Also, ich kann natürlich ganz, ganz schlecht jetzt für alle Eifler reden. Die Eifel ist groß, hat viele verschiedene Regionen, die sich doch nochmal auch ein bisschen unterscheiden. Aber ich muss schon sagen, in der Serie gab es ganz viele Momente, wo ich dachte, yo, 1:1 meine Erfahrung, meine Kindheitserinnerung. Frau Schäffer. Frau Schäffer ist sicherlich in anderer Form meine Nachbarin gewesen in der Eifel. Links und rechts und überall. Themen, kleine Sachen, aufgesetzter, Sprudel, Salzteig-Deko, Deko im Allgemeinen, Dorfgeplapper. Das alles sind Sachen und Momente, wo ich mich sehr zu Hause gefühlt habe.
Aber dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen Moment, wo man auch ein bisschen denkt, ouch, das ist jetzt doch ein bisschen hart, Klischee, wenn es dann um den Karnickelzuchtverein geht und ähnliches. Das ist natürlich ein bisschen überzeichnet, aber das will die Serie ja auch. Und da kommt auch so ein bisschen das Humoristische durch und das ist auch völlig in Ordnung. Hast du denn irgendwie so Reaktionen aus deiner ehemaligen Nachbarschaft oder so mitbekommen, wie die so auf die Serie reagiert haben? Nee, ich glaube tatsächlich ist so mein Gefühl, dass die Exileifler, wie ich es einer bin, viel, viel heißer auf die Serie waren als die echten Eifler. Ich glaube, an denen geht das so vorbei. Die kennen das Gehabe schon durch die Eifel-Krimis, lesen sie auch nicht. Und die Exileifler, die lechzen nach allem, wo die Eifel mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt und denken, jo, und pfeifen sich das direkt rein. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ich kann übrigens bestätigen, ich bin nicht in der Eifel groß geworden, aber ich bin auch auf dem Land groß geworden. Und ich sag mal so, am Ende des Tages ist das Land überall dasselbe. Und auch bei uns im Münsterland gab es und gibt es bis heute Leute wie Frau Schäffer. Aber es gibt definitiv nicht so viele Mordfälle. Ein großes Manko der Serie, und das ist mir wirklich schon bei Folge 1, Staffel 1 aufgefallen, ich vermisse natürlich den Eifler, das Eifler Platt oder den Eifler Akzent zumindest. Also das ist schon sehr viel Hochdeutsch für ein Eifler Kuhdorf, was nicht man da authentisch. hört. Das finde ich ein bisschen schade, glaube ich, wäre aber auch schwierig gewesen umzusetzen. Weil es keiner versteht. Ja, genau. So, genug geredet über die Eifel. Wir sind angekommen und zwar an der Polizeiwache Hengarsch oder wie man es hier in der Realität nennt, das Bürgerhaus Kallmuth. Tada! Eine Sache können wir auf jeden Fall schon mal sagen, auch hier. Findest du nicht auch, das sieht also in der Realität so viel kleiner aus als in der Serie. Man hat ja immer gesehen, wie hier Frau Haas mit ihrem BMW Cabrio diese Straße entlang gebrettert ist und dann da reingefahren ist. Das sah immer irgendwie aus, als wäre das so ein riesiger Parkplatz irgendwie. Das ist eigentlich einfach nur ein winzig kleines Mini-Haus und das ist auch kein richtiger Parkplatz, sondern ja, da hinten geht so ein kleiner Patt einfach nur durch. Wenn wir jetzt hier mal drumherum laufen, sehen wir hier die Infotafel zum Mord mit Aussicht. Hier sehen wir, das wurde ein bisschen neu angemalt. Ja, und man kann schon erkennen, das Bürgerhaus ist halt eine Gaststätte offenbar, in der man halt auch essen kann, wenn nicht gerade mal eine Pandemie dazwischen kommt. Darum sieht das hier auch alles so ein kleines bisschen verlassen aus. Was haben wir hier? Der Kosakenchor. Ja, der sollte eigentlich am 21.03.2020 auftreten. Ich glaube, darauf hat man verzichtet. Ey, ich muss fast sagen, das ist so ein kleines bisschen hier Lost Place Feeling, oder? Guck mal hier, das ist vom 21.03. Ja. Da ist so ein bisschen die Zeit hier stehen geblieben. Ja, das ist das Bürgerhaus Kallmuth bzw. das Polizeirevier Hengarsch. Und hier sehen wir jetzt die allererste Szene aus der Serie in der ersten Folge der ersten Staffel, wo Frau Haas an ihren neuen Arbeitsplatz kommt mit ihrem roten Flitzer. Tada! Das war genau hier. Und ja, wir sehen jetzt hier so ein paar Dinge, die sich auf jeden Fall geändert haben. Wir sehen auf der linken Seite ein Schulbusschild. Wir hören wieder die Kirche. Und wir hören vor allem wieder die Kirchenglocken. Es ist einfach genau wie in der Serie. Ja, selbstverständlich hat man das Schild Bürgerhaus abgehängt, weil es war ja kein Bürgerhaus, sondern ein Polizeirevier in der Serie. Was man ebenfalls sieht, hier unten, ey, jetzt bimmeln diese Glocken hier die ganze Zeit durch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was man auch sieht, hier unten links, es ist ein Blumenkübel dazugekommen. Und dieses Infoboard, was jetzt hier am Rand steht, steht in der Mitte vom Platz. Was? Ach so. Siehst du das nicht? Ja, doch, tatsächlich, ja, genau. Das Infoboard, ja, genau. Das ist jetzt da. Guck, hier sieht man richtig, hier haben sie das Schild, die Verankerung für das schwarze Brett, das schwarze Dorfbrett, was hier stand, rausgebrochen und dann da auf die andere Seite. Ganz ohne Einträge. Es gibt nichts zu sagen in diesem Dorf offensichtlich. Was man auch sieht, hier in der Serie oben die Fenster. Hier sind zwar auch Fenster, aber da sind Vorhänge davor. Die gab es
vorher nicht. Oh, interessanterweise auch unten die Fenster, siehst du das? Diese tollen, wunderhübschen Unterhosenvorhänge. Ich weiß nicht, wie man die nennt, aber die aussehen wie durchsichtige Unterhosen. Ganz toll, ganz toll. Der Zigarettenautomat macht mich noch etwas stutzig, denn der ist komischerweise auf dieser Szene nicht zu sehen. Ich bin mir aber sehr sicher, auf anderen Szenen in der Serie ist dieser Zigarettenautomat zu sehen. Hier tritt Sophie Haas an ihrem ersten Arbeitstag verzweifelt aus der Einfahrt. Genau, mach das mal nach. Ja. Genau. Und abgesehen von dem Gesicht, was sich gerade geändert hat, sieht man auch, es hat sich so ein bisschen was an der Umgebung geändert. Das Haus ist voller Efeu. Siehst du das? Ja. Ich sehe auch, dass ein neue Bushaltestellenschild dazu gekommen ist. Ja. Auch die Bushaltestelle war früher ein bisschen heller, ne? Aber siehst du, dass irgendwas ist mit dem Baum anders? Ist der ist, glaube ich, krank. Ich glaube, der ist krank, ne? Weil, also wir haben jetzt wirklich Ende Mai, da müsste dieser Baum da doch wirklich Blätter haben langsam. In der nächsten Szene ist zu sehen, die andere Richtung der Straße. Auch das hat man nicht gefaked. Das ist tatsächlich ein und dieselbe Straße, an der man hier gefilmt hat. Wie wir auch hier erkennen können. Das ist exakt dasselbe Haus. Das Haus sah auch irgendwie etwas gelblicher aus. Das hat aber eigentlich so rosane Fensterumrandung. Jetzt will mir Spotify irgendeinen Mixtape von Justin Bieber vorschlagen. Willst du mich verarschen? Hier steht Sophie Haas an ihrem ersten Arbeitstag vor dem Auto und entdeckt dann auf dem gegenüberliegenden Baum einen Uhu oder eine Eule oder sowas. Ich weiß gar nicht. Kennst du dich da aus? Ist das eine Eule? Ja, klar, eine Eule. Das bedeutet, auf diesem Baum muss diese Eule gesessen haben. Und dann gucken wir mal, ob das stimmen könnte. Tatsächlich, auf diesem Baum könnte die Eule gesessen haben, weil das Haus, was dahinter steht, ist tatsächlich dasselbe Haus. Aber guck mal, da fehlt irgendwie was. Das ist das Dach von dem schwarzen Brett. Ach, das ist das Dach von dem schwarzen Brett. Ja, da führen alle Dinge wieder zusammen. Ich finde das total interessant, weil man hat hier wirklich nichts gefaked. Also man hat die Szenen exakt so gedreht, wie sie auch dargestellt wurden. Also Sophie Haas steht hier, guckt hier auf den Baum und da sitzt dann die Eule auf dem Ast. Und dann hupt sie. Und dann hupt sie. Genau. Es ist natürlich die Frage, ob man da dann wirklich eine Eule saß. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, ne? Das hat man doch bestimmt irgendwie animiert, oder? Oder wie macht man sowas? Trainierte Vögel. Dann war das ein trainierter Vogel. Ich möchte mir die Illusion lassen. War da nicht auch ein Vogelhaus auf dem Bild? Jo, tatsächlich. Das sieht man jetzt hier nicht, aber wenn wir mal hier hingehen und ranzoomen, tatsächlich, da ist ein kleines Vogelhäuschen. Und das war tatsächlich auch schon hier. Da passt aber keine Eule rein. Nee, da passt keine Eule rein. In der Serie zu sehen. Und eine letzte Szene. Hier steht Schäfer vor seinem Polizeiauto. Dann kommt Markus, der ja die Mutter Erde ausgebuddelt hat. Und wenn wir das mal mit der Realität vergleichen. Ja, da steht Denise. Polizeihauptkommissarin Denise. Leider kein Trecker, sondern ein dicker Mercedes-SUV. Und, wie man hier sieht, auch die Blumen an dem Balkon fehlen. Darauf hat man inzwischen auch verzichtet. Pfui, pfui, pfui. Macht das doch mal schön, wenn wir hier euch schon besuchen kommen. In Kalmut befindet sich übrigens nicht nur das Polizeirevier Hengarsch, nein, Kalmut ist tatsächlich Hengarsch. Das erkennt man übrigens auch an dieser Kirche hier, die uns dauernd in die Aufnahmen bimmelt. Denn das ist dieselbe Kirche, die ihr auch ganz am Anfang im Vorspann der Serie seht. Die Kirche Sankt, was ist es, Georg? Die Kirche Sankt Georg. Da. Also, hier sehen wir das einmal. Wir sehen hier hinten so ein Windrad. Also aus der Richtung wurde wahrscheinlich gefilmt und dann irgendwie hier auf den Turm. Sehe ich das richtig? Ist das richtig erklärt? Nee, hinter dem Turm. Ja, oder hinter dem Turm in die Richtung. Ja, kann auch sein. Aber so wichtig ist das auch nicht. Wir vergleichen das nur jetzt einmal kurz. Das hier ist so eine Szene, die ist in der Serie zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob es das Intro ist. Ich glaube, es ist eher so ein Zwischenschnitt, der einfach zwischendurch hin und wieder mal kommt, um zu zeigen, wir sind hier noch in Hengarsch. Wir sehen hier, da, das ist die Kirche. Und wir sehen auch hier, ja, das ist exakt dieselbe Kirche. Der Glockenturm sieht exakt gleich aus. Die Kirche St. Georg ist in der Serie die Kirche in Hengarsch. Von Kalmut fahren wir jetzt in das Nachbardorf Scheven, denn auch hier wurden Szenen gedreht, die das Hengarscher Idyll wunderbar illustrieren. Und das ist auch unsere letzte Station.
wunderbar idyllisch. Das hier ist Scheven. Tada! Und der Ort dürfte euch bekannt vorkommen, denn er wurde relativ häufig in der Serie gezeigt für Außenaufnahmen, die Hängarsch zeigen sollen, aber auch in einer ganz besonderen Szene und die gucken wir uns jetzt an. Und wir stehen hier eigentlich auch schon ziemlich richtig, denn es geht um diese hier. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, worum es geht. Weißt du es denn, Neise? No. Also es geht nicht um die alte Frau, die hier durchs Bild läuft. Die könntest du eigentlich mal nachmachen. Genau, richtig gut, ja. Ja, fast perfekt. Du kannst wieder zurückkommen, lass es. Sondern es geht um einen Streit, den Sophie, hier zu sehen, mit ihrem Vater hat. Hier zu sehen. Und zwar streiten sich die beiden, ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ich glaube, weil Sophies Freund bei ihr eingezogen ist und sie wollte ein bisschen mehr Privatsphäre haben. Ich glaube, darum ging es. Und dann war der Vater beleidigt. Also die beiden streiten sich. Sophie fährt hier mit dem Auto entlang. Er läuft da vorbei und dann läuft er hier weiter an einer kleinen Kirche vorbei und stolpert dann über so einen Blumenkübel. Und diese Kirche ist zufälligerweise genau hier. Wir sehen da hinten, Denise hat das gerade Asbesthaus genannt. Ich weiß nicht, ob das der fachlich korrekte Terminus dafür ist. Das sehen wir hier hinten aber auch. So komische, so ein Haus mit so merkwürdigen Kacheln. Das sehen wir auch zum Beispiel hier, wo er an diesem Haus vorbeiläuft. Da. Das könnte das Haus da hinten gewesen sein. Was mich jetzt aber wundert ist, da hinten, dieses Gebäude hinten, das ist nicht da. Aber Neubau. Ja, dafür. Ich weiß nicht, ist das ein Neubau? Das sieht sehr neu aus. Ja, das könnte sein, dass da hinten einfach ein Haus abgerissen wurde. Das Haus mit dem Efeu, das ist jetzt nicht mehr da offenbar. Stattdessen eben ein neuer, grauer Neubau. Dann sehen wir hier den Vater, wie er an der Kirche vorbeiläuft, die uns gerade komplett voll bimmelt. Aber, wie man hier sieht, es ist diese Kirche gewesen. Das sieht man auch an der Tür. Seht ihr das? Wunderschön. Und man sieht auch hier auf dem Screenshot, da sind auch Blumenkübel und sowas, die da alle rumstehen. Sieht man auch hier. Da sind auf jeden Fall Blumen gepflanzt. Was allerdings hier in dieser Szene passiert, und zwar, dass er über einen Blumenkübel stolpert, das ist hier an dieser Stelle tatsächlich nicht möglich, weil da einfach kein Blumenkübel existiert. Aber wir können uns ja trotzdem mal einmal die Stelle angucken, wo es angeblich passiert sein soll. Hier ist die Szene gedreht worden. So sieht es in der Realität aus. Hier muss der Blumenkübel gewesen sein, da wo wir beide stehen. Ist aber nicht, sieht man ganz genau. Was man aber auch sieht, da hinten ist auf jeden Fall dieses schwarze Brett. Das existiert bis heute. Rotes Auto? Ja, interessanterweise steht auch ein rotes Auto da. Das haben wir wirklich richtig gut geparkt. Kann man nicht anders sagen. Witzigerweise, da ist ein Briefkasten, der ist heute auch noch da. Aber ich weiß nicht, ob du das siehst. Siehst du, was da direkt daneben ist? Eine Telefonzelle? Das ist eine Telefonzelle. Ja, darauf hat man dann jetzt wohl doch im Jahr 2021 verzichtet und die abgebaut. Ja, aber irgendwie ganz witzig, oder? Voll. Voll. Habe ich es gut gemacht mit dem Stunt? Kannst du das bitte nochmal machen? Ich möchte das gerne nochmal sehen. Vielleicht ein bisschen mehr Leidenschaft. Ja. Ich finde dein Gesicht, du darfst nicht lachen, dein Gesicht muss sehr viel, ja. Warte, ich vergleiche nochmal. Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall perfekt hast du es gemacht. Gehen wir jetzt noch zu den Kühen? Ja, wir gehen jetzt noch zu den Kühen. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben unsere Drehort-Tour, unsere kleine Filmsafari erfolgreich absolviert und mit einem lauten Mu. Mu! Verabschieden wir uns für heute aus Hängarsch. Der beißt dir gleich in deinen Hängarsch. Du sollst schön aussehen. Hing nicht dein Kopf da so unmotiviert. Hey. Wenn man einmal mit Profis arbeiten möchte, ne? Es gibt natürlich noch 1000 weitere Drehorte zu Mord mit Aussicht. Die können wir natürlich heute nicht alle besuchen, aber mindestens einen haben wir schon mal besucht, und zwar im Jahr 2014, das Radioteleskop Effelsberg. Auch da wurde Mord mit Aussicht gedreht. Und wenn ihr dieses Video sehen wollt, dann klickt mal hier oben irgendwo rum, denn da habe ich das jetzt mal für euch verlinkt. Abschließende Worte aus Hängarsch?
Ich habe richtig Bock auf die 4. Staffel, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil so ganz neue Darsteller, ich war schon sehr, sehr hart in Love mit den Darstellern. Ich war auch hart in Love. Aus Staffel 1, 2 und 3. Wer war dein Liebling? Ich finde Herr Schäfer. Herr und Frau Schäfer. Herr und Frau Schäfer sind absolut, also haben einen festen Platz in meinem Herzen, eben weil sie für mich wirklich so ein Stück Heimat sind. Das sind so die Typen, die man so kennt und die man auch mag und schätzt. Deswegen, ja, absolut. Die Schäfers. Team Schäfers. Und ihr? Genau, ihr schreibt mal in die Kommentare, wer sind eure Lieblingsdarsteller von Mord mit Aussicht? Würdet ihr auch gerne mal so eine Drehorttour machen? Was ist eure Schuhgröße? Und hat euch das hier eigentlich gefallen, was wir hier gemacht haben? Dann lasst bitte gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und ansonsten, wenn ihr meine und heute auch die Nices Arbeit unterstützen wollt, gibt es in der Videobeschreibung auch noch einen Patreon-Link, den ihr klicken könnt. Und das war's jetzt aber auch wirklich für heute. Wir sagen Tschüss und Mu und bis zur nächsten Reise. Bis dann. Ciao. Ciao.